Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Bitcoin Crash macht den Weg für Goldaktien frei. Disclaimer: Bitcoin Crash macht den Weg für Goldaktien frei. Kryptowährungen brechen erneut ein und vertreiben die Anleger. Weitere Kurzverschlusse sind nicht ausgeschlossen. Das Bitcoin GDXJ-Ratio bricht nach unten durch. Ein wichtiger Hinweis, dass Goldaktien jetzt Kryptowährung ablösen. Ja, vor einigen Jahren hatten wir auch geschrieben, Bitcoin ist eigentlich nur eine Ablenkung von Goldaktien, was irgendwo auch richtig war. Allerdings konnte man sich natürlich die Dynamik und das Ausmaß des damaligen Bitcoin-Anstiegs und Kryptowährungsanstiegs nicht vorstellen. Dennoch ist es so, man hat es auch lanciert, zum einen, um diese Kryptowelt zu testen, weil man ja durchaus die Absicht hat, dass die Zentralbanken sowas herausgeben, aber im Grunde genommen jetzt tritt die Realität ein. Mehr und mehr Investoren sehen raus aus digitalen Werten, was natürlich letztendlich auch für Goldaktien gilt. Aber denke ich mal, uns ist bewusst, dass es, sage ich mal, ein Übergangsprozess ist und gerade wenn jetzt Gold und Silber steigt und irgendwann möglicherweise ganz rasant steigt, Goldaktien sind ja das, was im Vorfeld jetzt ansteigen sollte, um mehr Gold und Silber zu kaufen. Das ist ganz klar. Nichtsdestoweniger, ich denke mal, die Ablenkung jetzt von Gold und Silber und Goldaktien ähm, erfüllen nicht mal ihren Zweck. Es zieht nicht mehr genügend Investoren ab. Großinvestoren gehen raus. Und wie das enden wird, wird man sehen. Geht vielleicht noch wesentlich weiter runter. Und die Leute werden sagen, ach, hätte ich doch die Gewinne von den Kryptos in Gold, Silber oder gar Goldaktien investiert. Also ich denke mal, die Goldaktien, sprich eben auch Silberaktien, werden jetzt in den nächsten 6 bis 9 Monaten die ganz große Show machen, was im Grunde genommen das Finale dieser Gold-Silber-Preisentwicklung jetzt hier einleitet. Also bevor eben Gold und Silber exorbitant hochgeht, werden Goldaktien exorbitant hochgehen, hochsteigen, also vorerst steigen. So war es auch zwischen 2000 2004. Gold ist um 30, 40, ich weiß nicht, oder hat sich das vielleicht verdoppelt, wie auch immer. Ähm, aber Goldaktien haben schon 2004 ihr Hoch erreicht, was kaum niemand weiß. Überhaupt bevor Gold richtig zum Zuge gekommen ist, sind Goldaktien gestiegen, weil sie eben von den, sag ich mal, halbtoten Zustand, wo sie sind, einmal ins Lebendige gekommen sind. Das gibt eben Bewertungsaufschläge in relativ kurzer Zeit um das 5- bis 10-fache, einfach nur dann sind sie wach und dann kommt dasselbe vielleicht in einer weiteren Geldzufuhr nochmal. Das ist der Grund dafür, warum sie so stark steigen. Ja, teilweise heute 100% Anstiege bei Top-Penny-Gold-Aktien waren zu beobachten. Also links ein hochgradiger Goldprojektgenerator aus Ontario, Kanada und rechts hochgradige Goldprojekte ebenfalls Ontario und Neufundland. Ja, schauen Sie sich die Entwicklung an. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr zyklisches Investment, gerade hier bei der linken Aktie, die würde ich sagen, ist durchaus eine Indikatoraktie für die Goldaktien-Rallyes. Wir sehen hier ganz deutlich, als Anfang 2016 Goldaktien auch am absoluten Tief war. Und dann kam es ja zu dieser 6 bis 7 monatigen Rallye. Im August 2016 sehen Sie diesen Ausbruch, diesen scharfen Ausbruch, aber dann auch, wo diese Rallye vorbei ist, auch dann wieder diesen relativen Einbruch. Dasselbe gilt hier von der Corona-Krise bis auch da zum Höhepunkt von Gold, irgendwo Ende 2020. Also diese Aktie stieg damals auch irgendwo mehr oder weniger von 4 Cent mindestens um das Zehnfache äh, über 0,4. Jetzt hoffen wir natürlich mit der Etablierung von Gold über 2000 und bis 2300, 2400 und Silber in Richtung 50, dass es auch ganz schnell wieder eintritt und es scheint der Fall zu sein.
es hat jedenfalls heute dann eine Preisverdopplung gegeben. Und das geht rasant in kürzester Zeit hoch. Das müssen Sie sich bewusst sein. Also merken Sie sich die Chartverläufe hier der linken Aktie. So vermutlich läuft es auch hier in dem jetzt kommenden Goldaktienbullenmarkt. Wie gesagt, es ist kaum jemandem bewusst, dass es zu solchen Ausschlägen kommt. Natürlich sind das besonders attraktive, aber sehen Sie auch diese radikalen Schwankungen an. Teilweise verlieren Goldaktien einfach so mal um das 90, um 90%, um ganz schnell wieder auf die alten Höhen hinzusteigen. Das ist ein unglaubliches Investment. Da gibt es, sage ich mal, in der normalen Investmentwelt eigentlich überhaupt keinen Vergleich zu. Das ist nämlich, wie gesagt, die andere Seite des Finanzsystems. Und die Goldaktien sind so, das ist ein Schmuddelkind. Aber in den Phasen, wo es jetzt eine starke Marktveränderung vermutlich gibt, kommt es zu Extremanstiegen um teilweise 50-fache, 100-fache und auch Vertausendfachung hat es schon solche Phasen gegeben. Gut, das wird man nicht mit Vorhersage kriegen, aber denkbar ist es eben, dass solche Aktien absolute zu Gewinner sein können, wenn sich Gold über 2000 entwickelt. Stellen Sie sich vor, wir sind noch weit, weit weg von Gold über 2000 und wie schnell die schon reagieren, diese Aktien. Hier auf der rechten Seite genau dasselbe. Die ist hier im Grunde genommen auch hier von 5 Cent auf 65 Cent gestiegen. Dann hat die Gewinne abgezogen, eindeutig Boden gefunden, sich auch jetzt fast verdoppelt. Und ich denke mal, die macht auch ihren Weg wieder zum alten Hoch hin, ob man es glaubt oder nicht. Also es sind wirklich Bewegungen jetzt hier bei Goldaktien. Deswegen habe ich auch diese Beispiele auch einfach gezeigt. Werde die auch hier unten in den Videos verlinken und den Subscriber natürlich den Namen auch nochmal sagen, wenn sie die nicht schon kennen. Ja, hier Goldproduzent Nicaragua, 350 Millionen Marktkapitalisierung, moderates bis hohes Risiko. Das ist ein etablierter Betrieb sozusagen. 2001 hatten sie eine kombinierte jährliche Goldproduktion von 182.755 Unzen aus 4 etablierten Produktionsanlagen in Nordamerika und Südamerika. In Nicaragua, wo sie die meisten Produktionskapazitäten haben, ist Limón und Libertad, sind ergiebige Bergbaureviere mit insgesamt 7,7 Millionen Unzen. Produktion in der Vergangenheit 5,5 Millionen Unzen. Sie haben eine Mühle, halbe Million Tonnen pro Jahr, 1,175 Millionen Unzen angezeigte Mineralressourcen und 177.000 Unzen abgeleitete Mineralressourcen. Erhebliches Potenzial. Limón und Pantheon Corridor 66 Gramm pro Tonne auf 5,6 Metern, 30,3 Gramm pro Tonne auf 5 Meter, jährliche Produktion 330.000 Unzen, also das ganze Unternehmen zusammen. Erhebliches Entdeckungs- und Ressourcenausweitungspotenzial, anhaltendes Wachstum der Produktion aufgrund des Gehaltes, Parent Central 6,5 Gramm pro Tonne und Eastern Borosi mit 6,8 Gramm pro Tonne. Produktionsausdehnung von diesen Gebieten 2023 250.000, 275.000 Unzen Gold, 244.000 bis 300.000 Unzen. 1 Million jährliche Verarbeitungskapazität in Nicaragua ist möglich. Ja, das Grundstück Pavon, 31 Quadratkilometer, etwa 300 Kilometer auf der etablierten asphaltierten Autobahn von der Verarbeitungslage Libertad entfernt. 400.000 Unzen indicated und 62.000 Unzen inferred, also abgeleitet. Ja, hier nochmal, also hier, die haben eben, wie gesagt, Projekte auch in der Nähe von Managua, hier Nicaragua, wie gesagt, sie haben etablierte Produktion und diesem Pavon-Projekt sind sie gerade bei zu entwickeln. Jede Menge Explorationspotenzial. Ja, ich komme auf einen Potenzialfaktor von 16. Also das heißt, wenn Gold 2.500 erreicht, könnte diese Aktie um das 16-fache steigen. Sie ist auch massiv zurückgegangen jetzt hier seit ähm, Mitte 2020 hier von 2,79, dann in der Tiefe jetzt hier in Richtung 0,5, hat meines Erachtens auch den Boden gefunden und dürfte sich jetzt auch im Zuge der Reetablierung von Gold über 2000 auch wieder auf dem alten Hoch annähern und drastisch drüber hinausgehen. Und wir haben ja so irgendwo berechnet, 10, 11, in Richtung 10, 11, 12 könnte es vielleicht in einer Goldaktie Bullenmania, die wir glauben, die bei 2500 ihre Höhe erreicht,
erreicht haben. Also, sage ich mal, ein gutes, solides Unternehmen mit Produktion, können also, sage ich mal, die Exploration finanzieren. Durchaus interessantes Unternehmen, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Ja, dann noch die Projekte in Nevada, in den USA, das ist die Pine. Das ist eine Trend, also das ist eine typische große Goldformation, die da auftritt, Carlin-Trend, Carlin-Tagebaumine mit der Haufenlagerung im östlichen Zentralnevada, etwa 28 Kilometer südlich der Stadt Eureka, auf dem ergiebigen Battle Mountain Eureka Goldtrend. Die nachgewiesenen wahrscheinlichen Reserven sowie die gemessenen angezeigten Ressourcen betragen 290.000 Unzen und 427.000 Unzen. Bohrergebnisse waren bis zu 3,35 Gramm pro Tonne auf 18,3 Meter und 0,8 Gramm pro Tonne auf 27,2 Meter. Das Goldstein-Projekt, das Sie auch haben, 403 Unzen, 83.000 Unzen Produktion in Nevada ist es möglich, dass sie auf 100.000 Dollar gesteigert werden. Dann haben Sie eben das Washington-Projekt. Das ist das Projekt Royal Eagle, befindet sich im Ferry County, Washington, etwa 4,8 Kilometer nordwestlich der Stadt Republic. Im Bergbaugebiet Republic Eureka wurden in den letzten 130 Jahren fast 4 Millionen Unzen Gold mit Durchschnittsgehalt von 19,89 Gramm pro Tonne Gold investiert, also Hochgrad, hauptsächlich in das hochgradigen unterirdischen Lagerstück mit engen Adern. Die Mühle Kettle River hat eine Kapazität von 1800 Tonnen pro Tag und befindet sich etwa 16 Kilometer östlich von Goldegel. Die haben einen Measured und Indicated Ressourcen von 2 Millionen Unzen und nochmal 2 Millionen abgeleitete Unzen. Ja, wie gesagt, vermutlich mit Explorationspotenzial haben die wahrscheinlich vermutlich, wie gesagt, bis zu 7 Millionen Unzen Gold, jede Menge Explorationspotenzial. Es kommt Cashflows rein. Ich denke mal, das ist eine ziemlich interessante Mine. Die, denke ich mal, haben insgesamt einen guten Job gemacht. Ja, eine gute Aktie, wie gesagt, wie immer, keine Empfehlung, einfach mal, um auch mal diesen Typus Aktien hier zu beleuchten, weil es ist immer interessant, wenn sie laufende Produktion Explorationspotenzial haben, ist das Risiko dann insgesamt wesentlich geringer. Und außerdem, Goldaktien sind nach wie vor, trotz der Anstiege, die ich gerade erwähnt habe, sportbillig und ja, man sollte jetzt zunehmend in den Markt einsteigen, bevor eben sich Gold wieder über 2000 Dollar etabliert. Das ist das A und O aus meiner Sicht. Ja, Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahre. Ich denke, wir stehen vor etwas Ähnlichem. Damals sind Aktien hier von 15, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Unvorstellbar. Ähm, Jeder, der sagt, dass das jetzt kommt, muss man skeptisch sein. Keiner hat eine Glaskugel. Dennoch, einige Fakten sprechen dafür, dass was in die Richtung passiert. Diese Goldaktien sind absolut hinsichtlich jeder Dimension extrem unterbewertet, gerade im Vergleich zu den 1970er Jahren, wo die gestartet haben. Das ist alles viel tiefer. Damals waren 26, also 1980 am Ende 26% der Anleger mehr oder weniger in Gold, 26%. Und heute sind es 0,5. Also wenn, wenn das hier jetzt sich ändern sollte, mehr und mehr, und Sie wissen ja, die Zentralbanken kaufen Gold, so auch die Anleger, Großanleger, Milliardäre, alle werden sie sich dann diese Explorationsgebiete und günstige Produzenten kaufen, dürfte die Kurse meiner Meinung nach zumindest erstmal von diesem Penny Stock Typ in alle Richtung 1 Dollar machen und einige gehen möglicherweise weit drauf rüber. Und das ist eben eine ganz große Chance, die man nutzen muss und man muss eben Penny Stocks meines Erachtens oder eben Top Gold, Goldproduzenten, wie gerade beschrieben, kaufen, sich die gut mischen, um das Risiko, sage ich mal, ausbalancieren zu können, so dass man möglicherweise hat, vielleicht sowas in der Art auch zu treffen. Wir werden sehen, die Geschichte wird noch geschrieben, aber warum soll sich sowas nicht wiederholen angesichts der extremen Goldaktienunterbewertung und der ganzen, sage ich mal, Finanzprobleme, die wir haben? Also meiner Meinung nach nicht auszuschließen, dass sich sowas in der Art ansatzweise wiederholt. 1000 Becker Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren nach moderatem und einem sehr hohen Risiko.
zu unterscheiden. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt. Sie können auch ein Portfolio-Vorschlag mit persönlicher Beratung bekommen. Finden Sie alles unten verlinkt im YouTube-Video. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Dass einfach Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Sie sehen ja, was wir damit meinen, wenn Sie jetzt so sehen, Goldaktien teilweise verdoppeln sich in kurzer Zeit. Was tun die dann, wenn Gold über 2000 ist? Sie werden sich ver-X-fachen. Und die Frage ist, was macht man denn mit diesen Gewinnen, wenn diese Goldaktien, Silberaktien hochläufen? Und da könnte dieses Unternehmen dienen, weil es ist eine Überweisung schon zum Zollfreihafen Freilage in der Schweiz gut geschrieben. Genauso leicht ist das Verkaufen. Vor allen Dingen, das hilft, wenn, sage ich mal, die Nachfrage nach Gold und Silber steigt und möglicherweise diese langen Schlangen im Edelmetallhändler etc. stehen und vielleicht gibt es auch nicht genügend zu kaufen. Also das Unternehmen ist zu jeder Zeit in Gold und Silber jederzeit gekommen und Sie können sich das auch ausliefern lassen. Das ist das Attraktive. Also es ist ein Werkzeug, diesen Wechsel der Assetklasse von Goldaktien gewinnen hin zu mehr physischem Gold und Silber leichter vollziehen zu können. Auch sicherlich interessant, sich mal anzusehen. Ja, klar, Vergleichsportale, einfach, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, die Händler mal vergleichen. Da kann man zum Beispiel Gold.de nutzen. Ja, dann noch weitere Informationen. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Welchen Broker in der Schweiz? Wo kann man Edelmetalle einlagern? In der Schweiz oder Liechtenstein, Langfristschafft, Bücher über Goldaktien, Diskussionsportale zu Goldaktien, Expertenmeinung wie Uwe Bigel beispielsweise sind Videos damit verlinkt. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, schreiben Sie einfach eine Mail oder rufen Sie mich an und sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat, vielleicht auch die Glocke betätigen, damit Sie über neue Videos sofort informiert werden. Also besten Dank und bis zum nächsten Mal.